zu dem Thema die Anbauteile noch für den Lack vorzubereiten, haben wir ja quasi im letzten Video schon was gesagt. Wir haben jetzt noch ein paar Teile übrig. Wir sehen hier die Motorhaube, mit der ich gestern angefangen habe. Und die vorderen Türen sind jetzt schon fertig. Und die Stoßstange für vorne. Also es ist quasi eigentlich jetzt das letzte Teil. Mir ist dann gestern beim Bürsten hier aufgefallen, dass wir hier leider so gesehen Durchrostung haben und ja hier schon Blechteile fehlen. Genauso wie hier kann man durchschauen und hier. Und ja, jetzt haben wir gestern nochmal ganz fix nach vielleicht einer anderen Motorhaube geschaut. Gibt sogar bei uns in der Nähe eine. Allerdings ist es jetzt so, ich habe mir gerade eben den Gedanken gemacht, der Karosseriebauer hat ja diese Motorhaube mit dem Spaltmaß jetzt schon angepasst und alles. Und die haben wir jetzt einmal da, also ich werde sie jetzt doch fertig machen. Die Anbauteile werden wir ganz genau wie den Unterboden mit Vertan behandeln. Und das gucken wir uns gleich mal an, weil die Türen, wie gesagt, das habe ich gestern schon gemacht, die sind jetzt schon eine Nacht durchgehärtet. So. Die haben wir gestern ordentlich geflutet. Die sind also pechschwarz. Und auf der Vorderseite lassen wir sie normal metallisch. Das macht dann der Lackierer mit der PU-Grundierung. Kersche liegt bereit und jetzt ans Abspülen ist die Stoßstange. So, und nachdem man das mit dem Kerscher bzw. man das nass gemacht hat, nimmt man sich nochmal einen Schwamm und tut quasi so ganz leicht, ohne Druck, nur ganz leicht drüber fahren. Das ist so, da geht dann quasi das Überschüssige hier ab. Das Vertan ist jetzt getrocknet. Wir haben hier wieder diese leicht violette Schicht und wie man es schon sieht, durch leichtes Drüberreiben geht hier sozusagen das Überflüssige ab und dort, wo quasi das zum Einsatz kommt, dort bleibt es dann eben dran, hier zum Beispiel. Und ich mache das jetzt wie folgt. Ich nehme mir einfach ein kleines Vlies, das kann auch ein altes sein. Ich husche hier wirklich nur einmal kurz drüber. Also nicht das wieder mechanisch abreiben, sondern quasi wirklich nur, dass dieser Staub sozusagen, der hier drauf ist, nochmal abgeht. Genau. Und dann sieht man, na, das ist die Tür, die wir vorhin mit dem Kerscher verarbeitet haben. Und dann sieht man, dass so gesehen das Vertan das Metall wie wasserfest gemacht hat. Also um es mal einfach zu sagen. Sollte natürlich auch aufpassen, dass man jetzt hier diesen Staub nicht unbedingt einatmet. Also gegebenenfalls, wenn er viele große Flächen macht, in geschlossenen Räumen, dann besser Atemmaske nehmen. So, wir haben jetzt die Anbauteile fertig vom 28.
Und sag mal, wie geht's denn jetzt weiter? Wir können ja jetzt eigentlich so lack- und karosserietechnisch nichts mehr machen. Ja, wir müssten noch ein bisschen die Kleinteile zusammensammeln. Das ist das, was der Lackierer gesagt hat, dass er alles mit dieser EP-Grundierung machen möchte. Ansonsten motorentechnisch Naja, bereiten wir alles noch weiter vor, dass es eigentlich am Montag zum Motorenbau geht. Wir haben aus 2 Blöcken oder 3 sogar, wir würden jetzt den Motorblock vom E28 nehmen. Und ich weiß nicht, ob der Erik dazu vielleicht noch etwas erzählen möchte. naja, was heißt erzählen? Wir haben quasi den Motor, der ist zum E30 mit dazu gewesen. Den haben wir noch nicht geöffnet, der scheint auch irgendwie Lagerschaden oder Hauptlagerschaden zu haben. Dann haben wir den Motor aus dem E30, der ja mittlerweile auch irgendwie hinüber ist. Ja, aber es ist hinüber, du kannst ein bisschen fahren, aber Rennstrecke Fällt aus. nicht. Fällt aus mit dem Motor. Und deswegen brauchen wir für den E30 einen neuen Motor und da haben wir jetzt sozusagen noch den Block und der ist ja aus dem E28. Richtig. Also, Aber was bauen wir aber dann in die 28 denn ein? ja, das ist jetzt die Frage. Da fehlt uns ja irgendwo. Da müssten wir ja den machen, das wäre ja aber Käse. Ja, Ich würde sagen, wir bauen ihn auf 4 Zylinder um, oder? na, warte mal. Ich zähle 6. Ja, du siehst jetzt zwar 6 Kolben, aber Wir haben jetzt hier Spezialkolben, wir haben schon ein erleichtertes Schwungrad, aber ich würde sagen, das ist ja eher so Bereich Motorsport E30. E28, was könnte dem Aufwand gerecht werden, den wir hier betreiben? ja, Quatsch wäre es eigentlich, wieder einen 6-Zylinder einzubauen. 335, also 535? Da hast du ja auch nicht viel gekonnt. Dann könntest du ja auf S14 umbauen, wäre aber finanziell eine ganz andere Liga. Vierzylinder mit Motor. E28 mit S14, Alter. Ja, hat auch noch keiner gemacht. Hat noch keiner gemacht. E34 M5 ist aber in letzter Zeit auch deutlich zu schade geworden. Na, übelst teuer. Und übelst teuer geworden. S54 Und da bleibt ja S54 hoch. ist zu modern. Und ist zu modern, du machst die Motorhaube auf und es sieht einfach, ja, passt nicht zum Auto. Und da bleibt ja eigentlich bloß eins übrig, oder? Naja, guck mal bei Mobile, vielleicht finden wir gleich ein Inserat. Ja, wichtig wäre Prämisse Handschalter, möglichst 6 Gänge. Warte mal, hat BMW mal einen 6-Zylinder gebaut in dem Baujahr mit 6 Gängen? Nee, eigentlich nicht. Da gibt es doch bloß, ich würde sagen, 45i, 4 Liter V8. Das würde gut reinpassen. Das ja. Na, dann gucken wir da gleich mal, oder? Na gut, aktuell, wenn wir einen 45i suchen, als handgerissen gibt es ja aktuell bloß 5 Fahrzeuge. Was haben wir hier für eine Variante? Zu schön, zu schade. Ich glaube, hier haben wir was Schickes. Was kosten die gerade? Ja, aktuell musst du zwischen 5.000 und 6.000 Euro einplanen. Für ein E39, E34 mehr. Aber ich glaube, Erik, hier haben wir was Schickes. 540 6-Gang Handschalter, war früher mal eine Automatik, wurde schon umgebaut auf Handschalter. Und sieht zwar optisch gut aus, aber ich denke, wir gucken uns den mal an. Hä? Hast du morgen Zeit? Na klar. Achso, nee, ich muss sagen, stimmt. Ach, hast du den gefilmt, oder? Na klar. Achso, da fragen wir. Na, hast du morgen Zeit? Nee, ich habe morgen keine Zeit. Dort musst du leider alleine mal hinmachen. Aber Kriterium ist ja klar, das Fahrzeug muss zurückfahren und ja, und der Rest, wie es ringsum aussieht, kann uns völlig egal sein. Da muss ich mal gucken, weil 2 Fahrzeuge zurückfahren ist ja dann auch schwer. Richtig. Aber ich denke, du kennst da finden wir jemanden. Okay. Genau. Na gut, klingt ja erstmal nach einem Plan. Ich glaube, ich muss mich mit dem Gedanken erstmal anfreunden. Aber ich denke mal vom Aufwand her, was wir hier betreiben. Anfreunden, oh Gott. V8. Oh Gott. Oh Gott, nee. Von 6-Zylinder auf V8. Das gab es halt nie original in dem Baujahr. Naja, aber wir werden ja Luftfahrwerk einbauen, gab's das? Psst. Das habt ihr jetzt nie gehört.
Genau. Okay. Also bauen wir den, suchen wir jetzt Motorenteile raus. Genau, wir suchen jetzt noch ein paar Motorenteile raus. Das Ziel ist klar, beim E30, wir haben ja hier ein Nockenwellenrad. Beim E30 ist ganz klar die Zielsetzung, wir bleiben bei 6-Zylinder und bauen aber einen komplett neuen Rennmotor auf. Das heißt, den haben wir ja, der im E30 drin ist, der war ja gebraucht, wurde schon irgendwann mal gemacht. Sehen wir ja, was dabei rauskommt. Wurde wahrscheinlich auch geprügelt. Wurde schön vergewaltigt, das Fahrzeug oder der Motor. Und deswegen bauen wir jetzt hier komplett einen neuen auf. Das heißt, mit einer anderen Kurbelwelle, die wird gewuchtet, vermessen, allen drum und dran. Das heißt, Ne, der ETA-Umbau. Der Ja. 2,7 Liter ETA-Umbau, den wir angekündigt haben. Nur, dass der jetzt nicht in den E28 wandert, sondern der wandert im E30. wo er auf jeden Fall mehr Sinn macht. Genau. Und ja, Ja, und was das andere Auto angeht, gucken wir uns mal an einfach. und genau. So sieht's aus. Gut. Na dann. Tschüss.